24 Stunden auf Weltreise. Wie schaut so ein Leben auf Fahrrädern eigentlich aus? Wir haben uns so intensiv wie noch nie gefilmt und nehmen euch einen ganzen Tag mit in unseren Alltag. Viel Spaß! Guten Morgen. 6 Uhr am Morgen. Wecker brauchen wir keinen, wir wachen eigentlich immer von der Helligkeit auf. Aber die Nacht war echt eine Katastrophe. Brutal. Oh Es mein Gott. stürmt immer noch ziemlich. Oh. Wir haben sogar Oropax gebraucht. Es wackelte ganz schön. Das Zelt. Ja, das hat die ganze Nacht auch so geflattert und so. Und es ist Gegenwind, wie man meinen Haaren sieht. Unser Zelt sieht so aus. Wir haben unsere Kleidertaschen, die gleichzeitig als unsere Polster dienen. Ja. Oder Kopfkissen. Hier lädt eigentlich immer 1 oder 2 Handys an der Powerbank. Und hier haben wir immer das Licht hängen. Das haben wir selber irgendwann konstruiert. Das sieht Bei unserer ersten Fahrradreise. Das sind unsere Innenschlafsäcke, oder? Eigentlich brauchen wir nur die in wärmeren Regionen. Aber jetzt, wenn es so windig ist oder wir auf dem Berg schlafen, brauchen wir auf jeden Fall die auch noch. Zeigen wir euch mal die Aussicht. Ja. Also, heutiger Plan, wir sind ungefähr auf 1800 jetzt gerade und wir wollen auf knapp 3300 und es ist Schotterstraße, das heißt, ja, das Ziel für heute ist oben anzukommen. Es sind zwar nur 25 bis 30 Kilometer ungefähr, aber boah, das ist schon eine harte Nummer heute. Morgens ist die Arbeitsteilung meistens so, dass ich hier drinnen alles zusammenpacke und Hans draußen alles in die Taschen verstaut. Gestern beim Zelt aufstellen haben wir die Heringe nicht in den Boden reinbekommen, deswegen muss man ja, die Taschen daran verknoten. Hat aber ganz gut funktioniert, haben wir auch das erste Mal gemacht. Haben hier ein paar Steine hingelegt. Ich gehe jetzt erstmal aufs Klo hier irgendwo. Ja, das Klopapier, da könnte ich auch gleich die Hand benutzen. Da mache ich es immer so, dass man irgendwo ein Loch buddeln, dann sein Geschäft erledigt und wieder ein bisschen zubuddelt und das Klopapier verbrennt mir am Ende mit dem Feuerzeug. Heute wird mein Zelt gefrühstückt. Das machen wir sonst eigentlich nie. Aber weil es heute so windig ist, wird jetzt halt mal hier gegessen. Ja, gerade in Tadschikistan haben wir irgendwie gefühlt Nährstoffmangel, weil wir halt nicht so viel nahrhafte Kost finden, oder? Und deswegen haben wir momentan hier so ein Nahrungsergänzungsmittel von meinem ehemaligen Sponsor, wo ich noch Biathlet war. Ziemlich cool. Und in Haferflocken haben wir hier Kürbiskerne, Mandeln, Datteln, Cashews und Sultanin. Foodblogger am Start hier. Also das Anrichten machen wir sonst nicht so. Wir haben auch noch nicht so lange so viel Zeug. Wir haben das jetzt, bevor wir in die Berge fahren, haben wir da einfach noch mal ein bisschen größer eingekauft, weil jetzt ja lange wenig Geschäfte kommen sollen und so weiter. Wenn man immer nur Brot hat, dieses komische Weißbrot, dann du fährst 2 Stunden und geht so die Energie aus, ne? Das Ja. bringt halt nichts. Schmeckt lecker. So, wir sind ready. Ist jetzt 7:37 Uhr, also wir brauchen mal 1,5 Stunden, bis wir alles gepackt haben. Ja, wir sind immer ein bisschen im Schnarchzapfen-Modus. Da sieht man ungefähr immer die Karte und auch das Höhenprofil. Deswegen diese riesige Zacken, den machen wir heute. Da wissen wir ungefähr immer, auf was wir uns einlassen. Ist immer gut für die Franzi. Ja, ich brauche das, sonst geht Sonst dreht sie komplett am Rad. Ja, starten wir. Das ist doch mal ein Start, wie er im Buche steht. Nur wir und die Berge. Keine Menschenseele. Coole Sache. Oh, der Pamir Highway ist echt so ein Highlight für uns. So schön. Nach links. Es ist sehr anstrengend auf der Straße, aber
Wow. Wir haben gerade mal 3 Kilometer oder sowas. Ich bin schon ziemlich kaputt. Und vor allem mental. Alter Schwede, jetzt zu wissen, dass das jetzt noch über 20 Kilometer so weitergeht auf so einer Straße. Ich weiß nicht, Hans ist glaube ich so schwer, dass er nicht durchschleift, aber bei mir ist immer, wenn ich über irgendeinen Stein fahre, so das Fahrrad so durchschleift und hoch, das ist super anstrengend. Hans die ganze Zeit, oh, es ist so schön, es ist so schön. Und ich bin einfach so, what the fuck. Ja. Am Ende bin ich dann auch immer froh, wenn ich es gemacht habe, aber währenddessen ist für mich oft schon echt ein krasser Kampf. Im Gegensatz zum Hans. Also, hier werden die Fahrräder ja so schnell dreckig und die Kette ist die ganze Zeit so staubig. Deswegen füllen wir jetzt hier ein bisschen Wasser auf. Also die Wasserqualität ist echt super gut jetzt geworden. Ich glaube, kann man echt bedenkenlos draus trinken wieder. Aber das ist echt, wir spülen schon echt oft ab, ne? Also jetzt schaut es noch recht gut aus sogar. Aber die Kette wird so schnell trocken, da müssen wir einfach echt waschen ohne Ende. So, das erste Dörfchen ist in Sicht. Wir sind nicht mal um 9 und ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber boah, ich tropfe von meinem Gesicht und meine Arme tropfen. Es ist so unglaublich heiß schon. Ich hoffe, dass es in einer höheren Lage jetzt bald kühler wird. Angst vor Verbrennen. Das geht hier richtig schnell. Die letzten Tage bin ich richtig rot geworden. Das brauche ich nicht wieder. Vor allem das da. Alter, sieht das komisch aus, ey. Salam alaikum. Magazin? Nee? Okay. Сколько километров магазин? Сколько километров? 5 километров 10? 10? Okay, спасибо. Okay, Pizzeria und Lidl gibt's nicht. Ich kann das Gleiche sagen. Echt? Ja. In Lidl? Ne, in Lidl nicht, Also. aber in der Pizzeria. Okay. Ja, keine Ahnung, der hat kein Russisch gesprochen, aber Magazin, also Geschäft. In diese Richtung. In diese Richtung. Das heißt, in dem Dorf hinter uns gibt es leider nichts. Ja. Aber auf die Frage, wie weit bis zum nächsten Geschäft, ja, konnte er nicht beantworten. Ich meine, wir haben ja... Wir haben alles. Wir haben alles. Wir haben Reis, Nudeln, Linsen, Nüsse, Haferflocken. Also wegsterben tun wir nicht. Nur Wasser wäre immer ganz gut. Aber das finden wir schon in irgendwelchen Bächen gleich. Ja. Da unten sind wir irgendwo gestartet hinter diesem Felsen. Mega cool. Aber ist schon krass, wie weit man immer wieder kommt, ne? Wenn man es dann so sieht. Ja. Ist immer ganz geil, wenn man weiter hochfährt und dann so sieht, wo man herkommt. Also einen ganzen Tag dafür brauchen für so einen Berg ist schon heftig, ne? So ein kleines Päuschen. Ist gar nicht so einfach, ne? So irgendwo ein schattiges Plätzchen zu finden. Nee, inzwischen. Gibt's kaum noch Bäume hier. Ja, jetzt gibt's so Honig-Sonnenblumenkernriegel. Und? Eine Portion Nüsse. Das, oh, sorry. Oh, die sind gut. Ja. Ich finde, so langsam spürt man auch die Höhe. Wir sind so auf 2,4, 2,5. Es geht los. Ich schnaufe immer wie ein Walross, das merke ich keinen Unterschied. Du armes Ding. Wer sich schon mal gefragt hat, wie wir das mit Energieversorgung machen. Wir haben hier hinten drauf das Solarpanel. Habt ihr sie schon öfter gesehen im Video? Und da laden wir meistens untertags quasi die Powerbank, also die Akkus und so auf. Aber die sind beide sehr alle
Und ja, jetzt haben wir ein bisschen Probleme hier, die Drohne, die 2 Handys und so zu laden. Mal gucken. Jetzt wird wirklich nur sehr sparsam Handy verwendet und Das GPS, die Routenaufzeichnung, frisst halt Unmengen Energie. genau, die Routenaufzeichnung ist echt krass, was die in Energie saugt. Zum Glück haben wir 6 GoPro-Akkus, hat sich echt gelohnt, die mitzunehmen. Ja. Weil da brauchen wir eigentlich nur in einem Hotel aufladen, nie irgendwie unterwegs. Und meistens kommen wir auch irgendwo hin, wo wir es dann mal wieder laden können oder gehen in ein Hotel zwischendurch. Also meistens haben wir nicht so viele Probleme damit, aber Hier ist halt, ne? hier ist jetzt wirklich nichts mehr, wo man es laden könnte. Wir wissen jetzt gerade nicht, ob wir uns den Aufwand machen, da runter zu fahren, weil es ziemlich da runter geht. Aber wenn es da unten kein Geschäft gibt, dann brauchen wir da nicht runter. Da haben wir kein Wasser mehr. Und da unten ist der Fluss. Ja, es geht jetzt eher nicht am Fluss entlang weiter, ne? Ja. Aber da kommen gerade 2 Kinder oder so angerannt, Vielleicht können wir die mal fragen. die wir auf jeden Fall fragen jetzt, ob es da unten was gibt. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Geht ihr etwa Magazin? Ja. Ja. Da, de? Da, da. Ah, okay, spasibo. Karış. Okay. Karışa. Gracias. Çay. Da. Çay. Magazin. Ha. Da. Hier. Spasibo большое. Spasibo. Ja. Also die auf dem LKW gerade haben gesagt, kein Magazin. Die Kinder sagen ja. Lassen wir uns mal überraschen, was jetzt rauskommt. Ah, ist das schön hier. Da, Spasibo. Geben wir mal das Abenteuer ein, Franzi. Ja. Da runter? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott, ist es steil hier. Da kommen wir nicht wieder hoch. Oh Gott. Magazin ne gel? Salam alaikum. Salam alaikum. Ah, Salam alaikum. Salam alaikum. Wenn jetzt wo tanzt. Меня зовут Ма. Ma? Ha. Ah. Wir haben viele tägliche Begegnungen mit den Einheimischen und jedes Mal ist es ein neues kleines Abenteuer für uns. Jedes Dorf und jede Familie reagiert anders auf uns und wir wissen nie, was auf uns zukommt. Diese Begegnungen machen unsere Reise zu etwas Besonderem. Das Gefühl, willkommen zu sein und das Interesse von beiden Seiten, sich kennenzulernen, ist immer wieder spannend und schön. So, jetzt sind wir hier eingeladen worden. Wir wissen zwar noch nicht ganz, was das da ist. Das ist Smetan. Smita. Ich glaube, sowas wie Quark, oder? Schmeckt's? Lecker. Und so ein riesen Brot, Alter. Krass, und haben uns sofort hier Dinger hingestellt und sowas. Also die Gastfreundschaft ist echt unglaublich. Spasibo большое. Spasiba. Spasibo. Und auch der Ausblick hier. Ja, der Ausblick, wow. Schmeckt echt wie so saurer Joghurt und sowas, ne? Ach, lecker. Also die Gefahr ist jetzt trotzdem ziemlich hoch, dass wir davon kompletten Durchfall bekommen. Ist einfach so, aber das schlagen wir jetzt nicht ab. Nee. Das ist einfach zu freundlich. Ich glaube, die hat Halsschmerzen, die größere. Und Odin. mach mal vor. Voda. Da oben. Like. Ja. Ja. Nee, nee. Ja. Jetzt kamen sie gerade alle an. Pожалуйста. Jetzt kamen sie gerade alle an mit sämtlichen Symptomen. Also die Omi wollte was für die Knieschmerzen, sie hatte Halsschmerzen. Die Mutter war schlecht oder Ja, die Mutter war hatte schlecht, Bauchschmerzen? jetzt kommt das kleine Kind schon mit Kopfschmerzen. Jetzt haben wir erstmal eine Runde ausgeteilt mit Ölen und Salben, die wir dabei haben. Ja, man kann ja ein bisschen handeln hier. Das machen wir gerne. Was für eine coole kleine Erfahrung gerade, ne? Super nette Familie. Spasibo большое. Spasibo. До свидания. Boah,
Da musst du aber aufpassen, dass sie nicht hinfliegt. Ja. Ja. Das ist Anja. Wir werden hier teilweise hochgeschoben von denen. Aber ich merke gerade, dass irgendwas schwer im Magen liegt. Also ich werde auf jeden Fall gleich mal prophylaktisch was einnehmen. So. Strom wird produziert, sehr gut. Besser kann es gerade nicht sein, oder? Nee, wir sind gerade, was sind wir, 10 Minuten oder so gefahren? Ja, und haben jetzt den verlassenen Ort hier. Wunderbar, können wir ein bisschen ausruhen. Oh, schau mal, und hier ist ein Fehler von diesem Zebravogel. Oh ja, hier gibt es überall diese Zebravögel, die sehen so schön aus. Ja, mit so Haube. Hububa oder so hießen die, ne? Auf jeden Fall können wir uns hier ein bisschen ausbreiten und wir haben Wasser. Oh ja. Fließendes so Wasser. Ein wertvolles Gut, merkt man, ne? Wenn man Mutter. unterwegs ist. Trinkwasser. Oh. Juhu! Die Brühe, die ist so arschkalt. Oh. Oh. Ja. Okay. Kaltes Wasser schmeckt immer und aus den Bergen sowieso. Die sind das Essen hier gewohnt, dass sie essen. Bei uns dreht es dann manchmal den Magen ein bisschen um, auch wenn es alles gutes Zeug ist. Deswegen nehmen wir immer hier ätherisches Öl für den Magen und das hilft uns extrem, auch wenn es schlecht ist und so. Ja, das Zeug ist echt komplett eine Waffe, ey. Ja, richtig cool. Und jetzt werden wir auch noch was nehmen, um quasi so ein bisschen unser Immunsystem zu stärken, weil eine davon war ziemlich krank. Ja, da wollen wir uns jetzt auch noch mal vorbeugen, weil jetzt auf der Reise krank zu werden, nicht so. Auf der Reise. Ein halbes Jahr unterwegs. Nee, halt hier in den Bergen. Ja, halt jetzt hier fahren wir jetzt nicht. Jetzt wird erstmal Mittagsschlaf gemacht. Bisschen Schlaf nachholen von der Scheißnacht. schrecklichen Nacht. Meistens gehen wir irgendwo in der Natur aufs Klo. Aber ab und zu gibt es auch sowas. Toiletten. Ist hier offen. Ja, so sieht es dann aus. Einfach nur ein Schlitz im Boden. Ja, da wird alles reingemacht. Appetitlich, oder? Deswegen mag ich es lieber in der Natur aufs Klo zu gehen. Gut, es ist 14:10 Uhr. Es geht weiter. Juhu, auf geht's! Boah, es brennt ganz schön, gell? Nach jeder Kurve fragt man sich immer wieder, wo soll es noch hingehen? Es kann ja gar nicht eigentlich noch höher, weil man eigentlich oben ist, aber ja, jetzt nächste Kurve. Jetzt geht's da lang. Und ich glaube, da oben irgendwo, keine Ahnung, da müsste die Spitze sein, oder wo wir drüber müssen. Und das Krasse ist, wir sehen jetzt seit bestimmt 10 Tagen das erste Mal wieder Wolken. Ja, das ist 10 Tage nur durchgehend blauer Himmel. Wir haben uns gefragt, ob es das überhaupt gibt hier. Franzi ist ungefähr gerade 10 Minuten hinterher, glaube ich. Also die großen Abstände mögen wir beide eigentlich nicht so. Wenn irgendwas wäre, Platten oder sonst was, dann könnte ich nicht sofort reagieren. Aber das ist der erste Baum seit der Mittagspause und ich kann nicht in der Hitze anhalten, das geht nicht. Ich krieg da echt einen Sonnenschlag. Also die Sonne knallt heute so krass. Oh, Schatten. Ich dachte, es gibt keinen mehr. Ne, ich dachte auch, es gibt keinen Baum mehr. Wow. Ja. Und da oben schaut es auch nicht nach Bäumen aus.
Der sieht cool aus, wenn man sieht, wo man herkommt, den ganzen Weg vom Tal. Ja, und das da, wo ich gerade noch gesagt habe, da ist bestimmt Ende. Haben wir gerade gesehen. Nee, es geht weiter. Keine Ahnung wie, aber jetzt haben wir noch 5 Kilometer und 300 Höhenmeter. Dann sind wir da. Ziegen! Da drüben ist ein Zelt. Ach, das ist ein Zelt von den Hirten oder was? Krass. Aber jetzt wissen wir auch, warum es weitergeht. Da geht es noch richtig große Berge. Und das erste Häufchen Schnee. Ich glaube, das wird jetzt gleich ein ziemlich hartes Duell gegen die Ziegen. Die sind nämlich genauso schnell wie wir, mindestens. Was wirst du dagegen tun? Keine Ahnung. Ich hasse es, wenn Ziegen ein unfaires Spiel spielen. Die kürzen ab. Typische Situation. Ich bin am Limit und kämpfe um jeden Kilometer und Hans labert voller Energie irgendeinen Müll daher. Es geht weiter. Da hoch. Und da gucken schon die Schneeberge raus. Was für eine geile Tour! Ja. Was für ein geiler Tag. Wow. Tut mir leid, wenn wir zu viel schwärmen, aber ich bin so begeistert. Guck dir mal die Straße an. Aber diesmal, Franzi, diesmal hört es da auf. Da bin ich mir ganz sicher. Ich glaube gar nichts mehr. Nee, weiß ich auch nicht. Hoffentlich letzte Stärkung vom Ziel. Hoffentlich. Ich würde voll gerne Drohne fliegen. Aber ich glaube, es ist zu windig. Ich bin schon ganz schön kaputt, muss ich sagen. Dass es jetzt noch 2 Kehren weitergehen sollen. Naja, mit ein paar Nüssen wird es schon klappen. Aber was so richtig geil ist, ich kann es eigentlich noch gar nicht richtig fassen, ist, dass wir jetzt wirklich heute ein halbes Jahr unterwegs sind. Und die Anfänge wirken schon so weit weg und heute machen wir uns... Istanbul und sowas. Ja. Wow, krass. Und dass wir jetzt heute den ersten 3000er passieren, überhaupt. Ich war mit dem Auto so hoch in Kirgisistan, aber das war noch nie so hoch. Wir sind jetzt durch 21 Länder gereist, gell? Ja. In einem halben Jahr. 21 Länder. Schon krass. Jetzt wird sich sehr drastisch minimieren. Jetzt haben wir nicht mehr so Europa, wo eins nach dem anderen kommt. Nee, aber die Ausflugsziele, die werden... Ausflugsziele? Die Länder werden ziemlich geil. Ich freue mich auch schon richtig drauf. Alter Schwede, was wir noch vorhaben. Das ist schon mal cool. Ja. Ich bin einfach unglaublich dankbar, dass das halbe Jahr jetzt so geklappt hat und wir ein paar mehr sind und dass wir jetzt alles machen können. Ne? Es hat alles irgendwo trotzdem reibungslos funktioniert, auch wenn viele Sachen stressig waren und so. Und ich glaube, das ist nicht selbstverständlich. Und das ist so schön. Der Wind bläst ganz schön, es ist ziemlich kalt jetzt langsam. Ja. Wie hoch sind wir? 3160. Oh, gib mir doch bitte mal die Jacke. Langsam wird mir auch kalt. Danke an Rick und Judith. Danke. Puh. Die haben wir geschenkt bekommen in Armenien von 2 super netten Niederländern. Danke dafür. Wow, wie schön. Oh. Oder? Oh. Oder? Oh. Tui? Ja. Wow. 300? 400? Сколько? Вау, красивый, красивый.
totaler Lavendel. Total, überall die Sträuche. Oh, ist das ein schöner Geruch hier oben. Das finde ich immer voll das Schöne am Reisen, dass so Gerüche auch eine Rolle spielen. Nicht nur sehen und hören und sowas. So auf ganz vielen Ebenen das wahrnehmen. Oh. Also eigentlich sind wir oben, Franzi, da geht es nur noch flach. Da steht 3252,8. Ah. Yes. Oh, stark gemacht. Wir haben Hunger, wir haben aber kein Brot oder sowas. Das heißt, wir müssen kochen. Wir haben jetzt eigentlich die letzten Tage immer oder fast immer mit schönem Gemüse gekocht, aber ob es irgendwo einen Markt gibt? Ja, die Instant-Fertig-Nudelsuppe muss es auch tun. Aber ich habe noch nie in so einer hohen Höhe gekocht. Ja, aber vielleicht können wir irgendwie da ins Haus gehen oder neben das Haus. Ja, mal ein bisschen windgeschützt, sonst geht der Kocher nicht. Ach geil, Franzi. Super gemacht, wirklich. Super gemacht. Boah, es stürmt, alter Schwede. Zum Glück haben wir da oben Häuser zum Windschutz. Auf dem Schild steht da, dass es hier Minen gibt. Auch wenn ich denke, dass es hier keine reelle Gefahr ist, weil die ganzen Hirten mit ihren Ziegen drüber laufen. Also glaube ich nicht. Trotzdem bleiben wir dann mal irgendwo hier in der Gegend. Müssen wir jetzt kein sinnloses Risiko eingehen. Oh, wir haben es echt geschafft. Juhu! Juhu! Okay, also wir finden jetzt hier so keinen gescheiten Schlafplatz. Wir fahren jetzt noch ein bisschen weiter runter ins Tal wieder. Morgen geht es sowieso den ganzen Berg wieder runter Richtung afghanische Grenze. Also wir sind dann wirklich genau an der Grenzfluss in Afghanistan. Das ist morgen nur 1-2 Stunden Fahrt, schätze ich mal. Und ja, eins zeige ich euch noch. Ich habe gerade scharfe Munition gefunden, ein richtig großes Geschoss. Alter Schwede. Das Ding sieht heftig aus. Ja, deswegen ist, glaube ich, dieses komische Minenschild da. Das heißt einfach, dass hier irgendwo scharfes Zeug rumliegt. Ja, habe jetzt schon manchmal gefunden, auch in Italien und sowas, also ja, gibt mir jetzt eigentlich kein mulmiges Gefühl. Es ist einfach wirklich zu windig. Hier geht's hinter der Mauer, aber es ist ja echter Scheiß und da drin liegt Haufen Dreck oder Scheiße. Und Moment. Zack, ist der Wind da. Also wirklich hier diese Grenze, Mauer, windstill, kompletter Gegenwind. Deswegen hoffen wir mal, dass es im Tal besser ist, gell? Okay. Auf die Schlappen und los. Ich habe jetzt gerade nach einem Zeltplatz ausgespäht. Besser wird's nicht. Ist halt ein bisschen windig, aber ich finde es hier schön. Diesmal gehen die Heringe rein. Diesmal ist halt ein Boden, wo Heringe reinpassen. Und wir haben ein kleines Bächlein daneben zum Abwaschen. Das ist natürlich auch Luxus. Der erste Versuch, uns zu filmen. Ja, klappt nicht immer. Jetzt aber. Wird das eine schiefe Zeltlage hier. Oh weh. Es sind so mega viele Babygrashüpfer oder was das auch immer sind. Wenn man so lang läuft. Ich weiß nicht, ob ihr auf der Kamera seht, fliegen oder springen überall rum. So, wie kann ich dir helfen? Jetzt stellen wir das Zelt auf. Okay.
Ich bin so fertig. Ja, aber du kannst den Helm abnehmen. Ich glaube, hier ist nicht mehr so gefährlich. Also wir kochen jetzt ein Nudelsüppchen. Und ich brauche erstmal warme Klamotten. Ich würde echt voll gerne nach Drohne fliegen schnell. Ach, bin ich froh, dass das Teil wieder runtergekommen ist, weil schon ziemlich starker Wind ist und da kam auch die Windmeldung und sowas. Aber ich glaube, es sind ganz coole Aufnahmen geworden. Was machst du Feines? Ich baue jetzt einen Kocher auf, um unser Süppchen warm zu machen. Da frage ich mich, hast du denn eine Gaskartusche? Nö, mit Benzinkocher kochen wir. Ach so. Ja, die Rückenwind-Ultras, für die ist es klar. Vielleicht für ein paar neue Zuschauer. Erstmal werden die Socken ausgepackt, weil langsam kriege ich richtige Eiszehen. Ich bin schon Oh, es ist kalt langsam hier. gut verpackt. Nein, ich bringe einen Haufen Grashüpfer rein. Ih. Wir haben auf jeden Fall immer so Aufgabenverteilungen, oder? Ich weiß, du kochst immer oder ich schnippel das Essen. Du machst in das Zelt, ich mache mit den Rädern das Zeug. Alter, da sind schon voll viel Grashüpfer reingesprungen ins Wasser. Proteine. Zeigen, aber Kacke. normalerweise schauen wir immer, dass wir uns abends irgendwie abwaschen können oder irgendwie duschen. Aber es ist gerade so kalt, das mache ich halt bestimmt nicht. Ne, wir machen es echt fast immer. Wie kann denn so schnell kalt werden? Total. Alter Schwede. Vielleicht macht der Bach auch ein bisschen kälter. Naja, sind wir halt mal dreckig. Gibt's heute mal ausnahmsweise keinen Sex. Ja, 2-3 Mal am Tag haben wir schon. Normalerweise. Normal. Die Taschen kommen immer ins Vorzelt, damit wir von innen drin noch drauf zugreifen können. Und natürlich Schutz. Also hier ist der Hund begraben, hier passiert gar nichts. Aber Wir lassen sie in letzter Zeit auch oft draußen. weil lassen sie ab und zu mal dran, wenn wir uns sicher fühlen. Aber wenn wir irgendwo in Stadtnähe sind und sowas, tun wir sie immer ins Vorzelt einfach. Ja, gerade der ganze Elektronik-Scheiß da, der sollte nicht wegkommen. Normalerweise gehen wir auch am meisten am Abend die Facebook, Instagram und YouTube Kommentare durch und sowas und beantworten ein paar Fragen. Oder ich mache halt natürlich Beiträge, Bilder, Videos und sowas. Schneiden eigentlich nicht, weil das machen wir, oder ich schneide, wenn ich meine Ruhe habe. Irgendwo mal 2-3 Tage im Hotel oder Hostel. Heute ging es auf jeden Fall nicht mit Fragen beantworten oder neue Stories machen, weil wir kein Netz haben. Also ja, haben wir immer 0, noch keins. 0,0. Ist ja eigentlich auch ganz schön, mal so Urlaub zu haben davon. Wir Ja. machen es echt gerne, es macht Ja. uns total viel Spaß, wir freuen uns über jeden Kommentar und so, aber es ist auch mal schön, Ja. wenn es halt einfach nicht geht. Also Videos, Bilder, Beiträge zu posten während der Reise ist für uns ziemlich anstrengend. Das muss man auch ganz ehrlich mal so sagen. Auch die Videos zu schneiden Es und so. ist viel Aufwand. Ich brauche für ein Video durchschnittlich 20 bis 30 Stunden reine Zeit und springt wenig finanziell dabei raus, aber das ist nicht jetzt welches Endziel. Wir haben schöne Erinnerungen und ihr habt schöne Bilder und sowas. Aber Wir sind halt auch langsamer deswegen, gell? Also Ja, habe ich ja, jetzt in den letzten ja. Tagen halt so gemerkt, weil wir so viel gefilmt haben. Ja, aber zahlt sich aus, macht uns Spaß. nee, aber vielen Dank an der Stelle auch mal für jeden Kommentar von euch, jeden Daumen nach oben. Manche Beiträge werden geteilt oder wir kriegen sogar Spenden. Das freut uns wirklich ganz, ganz doll. Mega. Wir lesen wirklich jeden Kommentar durch und erfreuen uns an fast jeden. Das gibt uns auch wieder Kraft und motiviert uns auch weiterzumachen, muss Voll. man ganz, Ja. ganz klar sagen. Ja. Also cool, dass ihr dabei seid. Macht echt Spaß. Punkt. Es ist noch nicht zu Ende, der Tag ist noch nicht vorbei.
Die Grashüpfersuppe. Welch feines Mahl. Ja, guten Appetit. Wir haben sogar Karotten drin. Es ist sehr gesund. Wie lange muss ich jetzt die Kamera noch halten? Keine Ahnung, was hast du damit vor? Ich weiß nicht, aber Suppe im Löffel kann ich damit nicht. Da hast du wahr. Auf der nächsten Radreise nehmen wir auf jeden Fall eine Spülmaschine mit. Das ist doch jedes Mal ein Scheiß. Das Gute ist, man hat halt so wenig Geschirrzeug, dass es eigentlich immer schnell gemacht ist. Ja, trotzdem ist es ein Scheiß. Ist es sehr kaltes Wasser? Nee, milde 30 Grad. Alter, das Zelt. Das ist so schief. Also bei der geringsten Neigung, wer schon mal zelten war, rutscht man immer halt zum Partner oder halt nach unten. Und bei uns ist heute beides, also schief nach unten. Das wird echt eine... Ob da mein Trick 3000 noch funktioniert? Franzi stopft halt dann irgendwas drunter, damit man halt gerade liegt. Aber bei der Schiefe, nee, aber wenn du unten unter den Füßen was drunter stopfst, dann liegst du quasi in einer Gule drin. Eine Bauchlage, du stirbst ja in der Nacht. Und das Zelt, Das ist so schief. es ist einfach so schief. Ach du Kacke. Alles klar da unten? Eins von Hans Lieblingsaktivitäten: Furzen und ihn mir zuwedeln. Boah, das stinkt so. Boah, im Zelt furzen, das ist echt das ist nicht feierlich. Seht ihr, was er für eine Freude hat? Ja, wer hat nicht eine Freude, man furzt? Jedes Mal. Männlich unter 30. So, das war's jetzt mit den 24 Stunden auf Fahrradweltreise. Ich hoffe sehr, dass das Format euch gefallen hat. Ja. Um mal ein bisschen einen tieferen Einblick in unser Leben zu bekommen. Unseren Alltag eigentlich. Eigentlich in unseren Alltag, ja genau. Ja, ihr habt jetzt einen vollen Tag von uns mitbekommen, wie unser Alltag so läuft und sowas. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr euch das auch so vorstellen könnt, so zu leben. Ich meine, jeder Tag ist doch einiges anders. Zum Beispiel heute die Überraschung mit dem Mädchen, was uns zu diesem Haus geführt hat und sowas. Aber doch ist es irgendwie Routine mittlerweile und für uns ist es gar nicht mehr so krass, was wir machen. Das ist einfach Normalität. Ja. Lasst euch gut gehen, habt einen schönen Tag und bis bald. Bis bald. Ciao, ciao. Gute Ciao. Nacht.